Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Wir reden jetzt mit dem Officer Montag hier. By Gegen the den way, Killer. I told Daria to go home. I really don't think she saw anything. Okay, reden wir mit ihm mal über den Fall hier. Alright, I have some questions about the murder. Before we go any further with this, I need you to know something about Johnny Gunn. He's not a good man. I may not like how my bosses are targeting him, but that doesn't mean he's innocent. So, you know, just make sure you're here for the right reasons. Why else would I be here? I don't want this to turn into some kind of crusade. Bad men do bad things. In a perfect world, we arrest them for the right reasons, but, well, the world's not always perfect. Ja, das wissen wir wohl. Ja, wie lange bist du schon Polizist? How long have you been a cop? Too long. And of all the ways to go out, eh? What do you mean? I mean being assigned a case like this. It's HQ's little joke before sending me off to retirement. Oh, but don't worry about me, eh? I'm a survivor. I can make it through this. This case is a joke to you? I didn't say that. I said it's a joke to HQ. They know I haven't left my desk in years. But that doesn't mean I'm not qualified. Just a little rusty. Ja, wieso kriegen die überhaupt... Also wieso kommen auf die Idee, so einen Typ da anzustellen für das? Das ist schon, ja, ein bisschen eigenartig, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist es ja so, dass wirklich viele Leute was gegen Augmentierte haben. Also wieso lässt er das nicht in den Fall einfließen? People hold a hell of a grudge against hogs, ever since the incident. Yes, and? Well, good thing the cops here are such professionals. Part of being a police officer is treating everyone the same, right? Og or no og. It's not that simple, and you know it. A police force isn't some abstract ideal of what justice and law should be. It's an instrument of those in power. A reflection of the society it protects. I haven't been seeing a whole lot of protection out there. Well, that depends who you ask. Okay, und jetzt hat er vor, den Ehemann zu, also den Ex-Ehemann zu verhaften, oder wie? You'll only arrest the victim's husband if the evidence tells you to, right? It's not enough that he's an og, and that your bosses want him to go down. I'll hold my guys off for as long as I can. But unless you can prove someone else killed Angela, or at the very least that Johnny didn't, I don't have much choice. That's why I'm trusting you to talk to him. Give me your honest opinion on what happened here. Yeah. Why are you trusting me exactly? Because you gave me the impression of being qualified. Because I'm big enough to admit that maybe I can use the help, and between you and me, because the thought of confronting a man like Johnny Gunn scares the shit out of me. Okay, dann werden wir das mal ein bisschen fortsetzen. I'm here because I don't like the idea of someone killing people right outside my window. Maybe he's out there right now, targeting that poor witness. Or maybe he's just looking for any chance to do it again. Fair enough, Mr. Interpol. Ja, hast du sonst irgendwie Verdächtige, oder? Do you know if the victim had any enemies? I know she and Johnny didn't get along. Other than that, I really couldn't tell you. Wie ist das? Ja. Machen wir mit der Aussage von Daria weiter. I spoke to Daria. She's able to confirm that the suspect is male. Other than that, she's all over the place. I think she's pretty shaken up. Yeah, well, can't blame her. I would be too. You seem to have made a good impression, though. Ever since you got here, she seems different, calmer. You know, I met my first wife over a crime scene. Let Oh, me yeah. give you a very important piece of advice, eh? Never marry the ones you save. Okay. Tell me about the victim's husband, Johnny.
He used to work for a private military company, Bell Tower. He's been arrested for all sorts of things in the past. Now don't get me wrong, I believe in evidence. But I also believe in playing the odds. 9 times out of 10, the husband did it. Why are your superiors so eager to pin Johnny for murder? It's gotta be more than just not liking the guy. Standard policy for guys like Johnny. The way they see it, you send a man like him into Golem City and he's liable to go off the grid, end up with Ark or God knows who. He becomes 10 times more trouble than he's worth. But if they can charge him with something big, something like murder, well, suddenly he's no trouble at all. Ja gut, was ist denn mit dem Tatort hier? Ob ihm irgendwas aufgefallen ist? Anything I should know about the scene? Anything jump out at you? The dismembered body jumps out at me. Keep in mind, I've been behind a desk for the last 12 years. It all jumps out at me. Ja, wir können mal die ganzen Beweise hier eben vorlegen, die wir eingesammelt haben. Jetzt zum Beispiel die Identifikationskarte. I found this press ID on the victim. Okay, enlighten me. We care about this. Why? Angela Gunn was a journalist. Maybe this is work-related. Maybe she uncovered something she wasn't supposed to. Maybe. I don't know. Da war schon gar nichts irgendwie. Also, die Gläser gehören, glaube ich, gar nicht zu ihr. Sie hatte, glaube ich, keine Brille an auf dem Ausweis, oder? I found this piece of glass near the body. A pair of broken glasses, maybe? I don't know what to tell you. We're in the back alley of a major city. There's bound to be broken glass. Daneben die MP-Granate. I found what looks like a grenade fragment. EMP by the looks of it. Killer might have used this to incapacitate her. Interesting. Johnny wouldn't need an EMP to take down his wife. Riot police use EMPs to re-establish public order around here. With all the AUG riots, anti-AUG riots, it wouldn't surprise me if that's all it was. Still, interesting. Okay, zurück. Ja, hat der Killer irgendwas hier liegen lassen? Did the killer leave anything behind? Does anything strike you as odd? I don't know. It's a murder, you know? Doesn't matter if you look at it sideways or upside down. It's never going to look normal. Ja, auf jeden Fall können wir das mal mit den Fingerabdrücken bringen, dass das Johnny gar nicht, ganz sicher nicht sein kann. I found a print on Angela's neck, next to the contusion marks. It's a partial, so I don't think we can match it to anything. But at least we know the killer left something, and that she was strangled. Huh, a fingerprint. I must have missed that one. This is exactly the kind of evidence I'm talking about. No way Johnny could squirm his way out of something like that. If only we could link it to him. Ja. I found a broken needle stuck in the victim's shoulder. The killer might have drugged Angela before killing her. Maybe, but keep in mind she was an AUG. Don't you all have to shoot up that new pause shit? Let's go for the obvious before jumping to any wild conclusions. I'm assuming you know her augments were harvested. The marks on her body make it seem like the killer knew exactly what he was doing, knew exactly what he wanted. The way you said that just now. What about it? The way you described the AUG removal. And before, you mentioned a broken needle in the right shoulder. That's right. It reminds me, you know. There was this cop, Smolinski. He used to work in this neighborhood. He had this theory about a copycat. Someone acting just like a dead killer named, Svobotka. You think there's a connection to another case? I don't know yet. But I remember him mentioning something about needles and AUG removal.
Smolinski died in the police station bombing. Whatever files he had would have been moved into temp storage across the street from the bombed out station. Who knows? Maybe it's nothing. Ja, das werden wir noch rausfinden auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das hier mal erledigt. Nee, das haben wir jetzt noch nicht. Also wir werden jetzt erstmal diesen Polizisten I have da... what I need for now. I should go. That's fine by me. diesen komischen Polizisten aufsuchen, auf jeden Fall. Intel. So. Who do they think they are? Haben wir jetzt da irgendwas im Aufgabenbereich bekommen? Da. Den Smolinski, den suchen wir jetzt mal auf. Auf jeden Fall. Schau mal kurz auf die Karte, wo der sein könnte. Ja, wahrscheinlich in einem anderen Distrikt hier. Sieht ganz so aus. Da müssen wir erstmal wieder zur U-Bahn. Ah, das ist ein bisschen anstrengend. Also die Gebiete sind eh schon ziemlich klein, dass die das nicht ein bisschen zusammenlegen konnten. Wundert mich etwas, aber ja, ist ja nicht so tragisch. Ich denke mal, das liegt daran, dass man nicht so weit laufen muss. Aber ja, wo müssen wir denn hin? Ah, in die Mitte hier. Monument Station. Ja, wir sehen schon, das ist deutlich komplexer, als wir gedacht haben. Ursprünglich war es nur ein Point of Interest, wo wir einfach vorbeigehen sollten und mal schauen, was hier los ist. Aber es scheint doch komplexer zu werden jetzt nach und nach. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, was das für ein Kollege sein wird, den wir da besuchen. Und vor allem, ob der auch augmentiert ist, vielleicht zumindest ein Arm. Und was seine Beweggründe sind, wenn es dann überhaupt ist. Je nachdem, wir wissen es nicht. Wir müssen es erstmal rausfinden. So. Dann sind wir auch schon unterwegs. Ja, 60 Meter, das geht glaube ich ganz gut. Oh, nee. Das war nur der erste Checkpoint quasi. So. What a place. Ah, wir wissen jetzt die Polizeistation, wie es aussieht. No. Können wir das hacken hier? Mal schauen. Das werden wir jetzt rausfinden. We're in this together. Scheint soweit niemanden zu interessieren hier, dass wir einen fremden Computer eindringen. Wouldn't treat a dog like that. Soll uns ja einfach nur recht sein. Trace program initiated. Access granted. Oh doch, sie schießen auf uns. Okay. Das hat nicht ganz geklappt, wie wir es wollten. Also dürfen wir das doch nicht. Da kann man aber spät drauf, das jetzt zu machen. Ja, diese komischen Polizisten, die fragen sie wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde lang, ob sie was tun sollen oder nicht. Und dann, ja, ist es dann soweit. Ja, vielleicht können wir den Typen ablenken. Ich kann mir vorstellen, dass das... Ist das der Computer? Ja, das ist einfach irgendein Computer. You sign up after the org incident. Další. Going to keep walking. V noci se tohle místo promění, že jo? Da können wir jetzt auch nicht rein, wie es aussieht, auf die Schnelle. Raus müsste er. Also jetzt geht er raus. So, versuchen wir das nochmal, wenn er den Ort verlässt. So, schauen wir, dass wir diesmal das ganz schnell hinbekommen. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Okay, jetzt sind wir drin. Keiner schießt auf uns. They will understand we are doing this on their behalf. Jen pokračuj. I'll quit, that's all. Jestli das war die ty Dame. hajzlové něco zkusej. No one is crazy enough to attack us. Das ist ja eigenartig. Clear on my end. Wieso I'll schreibt let you die know if I see hier anything. hin? Ist die, hat die irgendwie Paranoia oder so? Das sind die Aria, die Kollegen, die...
Co chceš, abych ti dával hlášení každých pár minut? 910, okay, da können wir hier rein. Do not worry. Okay, sehr gut. Bam, drin sind wir. Oh, können wir hier... Oder gilt es danach für unten vermutlich, dass wir noch weitere Beweise finden? Ja, ich denke, hier werden wir irgendwas herausfinden können. Kež bychom tak mohli zastřelit každýho auga, co uvidíme. Scheint auch niemand hier zu sein, der uns beobachtet oder sowas in der Art. So, Tranquilizer-Munition, sehr gut. Na, schauen wir kurz. Oh, der ist tot, der Polizist. Na, vielleicht finden wir irgendwas raus hier. Eierseil, auch gut. Schauen wir mal da, wo es ganz offensichtlich ist. Erstmal. Hier leuchtet es so ziemlich viel irgendwie. Schauen wir mal. Hier mit nach. Da kann ich jetzt nichts erkennen aktuell. Hier sind vielleicht irgendwelche Dokumente. Oder liegt das irgendwo auf einem Tisch? Das müsste man schauen. Takhle jsme sem přišli o 2 roky později. Stay away. Do not worry. Da sind ziemlich viele von den Dingern. Vielleicht ist da irgendwas drunter versteckt. Der wird sich immer freuen. Auf jeden Fall. Oh. Weg damit. So, irgendwas? Sieht nicht so aus. Eieiei. Okay, keine Dokumente soweit. I'll let you know if I see anything. Räumen wir ein bisschen auf. Ui, jetzt haben wir den Fernseher kaputt, also den Bildschirm kaputt gemacht. Upsala. Aber irgendwo dürfte hier doch was sein. Irgendwas Spezielles. Ja, schon verdächtig hier. Oh, was ist denn da drin? Ah ja genau, hier haben wir noch, mein Gott, dass wir das übersehen haben. Aber ist der Copycat, Victim 4, also das Opfer. Aha, die wurden auch auseinandergenommen, wie es aussieht. Oh, hier gab es auch EMP-Granate. Und die hat auch was mit der Katze zu tun. Also ich glaube, die andere dürfte durchaus in Gefahr sein. Nehme ich jetzt mal an, die Daria. Vielleicht hat die andere die Katze entdeckt, die Angela. Und ja, ich weiß nicht. Irgendeinen Zusammenhang hat das, glaube ich. Und es wurde... Ah, es gab auch eine Nadel am Tatort, dass sie vermutlich mit Drogen irgendwie vollgespritzt wurde. Okay, offenbar macht jemand den ursprünglichen Mörder nach, der das angefangen hat. Und jetzt hat er offenbar wieder angefangen mit dem. Interessant. Ja, schauen wir hier noch ein bisschen nach, ob wir irgendwas finden, aber es so zu sein könnte. Oh, lassen wir. Brauchen wir nicht. Sonst ist nicht viel los hier. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir erstmal zurück zu Montag, würde ich sagen. Něco je donutí na nás zabít.
Und das wieder durch die U-Bahn. Ja gut, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen Cut und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge gleich bei Montag, damit wir nicht großartig da noch hinlaufen müssen. Das machen wir dann außerhalb der Aufnahmezeit. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen.